Habt ihr schon mal den Begriff zweites Sehen gehört? Damit ist weniger ein deutscher Fernsehsender gemeint, sondern es ist vielmehr eine andere Bezeichnung für das zweite Sehen. In diesem Video möchte ich die Fähigkeit des zweiten Sehens mal etwas näher beleuchten und euch Übungen aus meinem Kampfkunsttraining zeigen. Positiver Nebeneffekt dabei: eine der Übungen lässt euch bei Nacht besser sehen. Ich habe das Videothema auf 2 Teile aufgeteilt und in diesem ersten Teil möchte ich mal kurz auf das Sehen an sich eingehen und euch 2 Einstiegsübungen zeigen. Ich bin Dirk vom Kanal Niporalf und wenn euch das Thema interessiert, schaut es euch gern bis zum Schluss an. In der Kampfkunst spielt das periphere Sehen eine große Rolle, da man mit dieser Art des Sehens auch das Umfeld wahrnimmt. Und selbst der legendäre Schwertkämpfer Musashi beschreibt eine Art dieses Sehens in seinem Buch Der 5 Ringe. Er nennt es dort Kan, das Sehen mit dem Geist. Diese Art des Sehens geht über die reine periphere Sicht hinaus. Aber zuerst einmal ein paar Punkte zum Sehen selbst, ohne mich dabei in anatomischen Details zu verlieren. Und damit ihr das Ganze auch selbst mal probieren könnt, gibt es im Anschluss 2 Übungen. Die Netzhaut oder auch Retina unterteilt sich grob in 3 verschiedene Bereiche. Der erste Bereich nennt sich gelber Fleck bzw. Fovea und in diesem Bereich konzentrieren sich etwa 160.000 farbsensitive Zapfenzellen pro Quadratmillimeter, jede mit einem eigenen Nerv ausgestattet. Dieser kleine Bereich lässt uns scharf sehen und kommt zum Tragen, wenn wir etwas fokussiert betrachten. Der zweite Bereich umschließt die Fovea und nennt sich Makula. In diesem Bereich befinden sich ebenfalls farbsensitive Zapfenzellen, allerdings ist ihre Konzentration hier nicht so hoch, weswegen man hier zwar immer noch relativ klar sehen kann, aber nicht so scharf wie im Bereich des gelben Flecks. Die Dichte der farbsensitiven Zapfenzellen nimmt ab, je weiter sich von der Mitte der Retina entfernt wird. Im dritten Bereich, auch peripherer Bereich bezeichnet, dominieren die Stäbchenzellen. Der größte Unterschied zu den Zapfenzellen liegt grob darin, dass die Stäbchenzellen alle mit demselben Nerv verbunden sind, während die Zapfen jeweils eine eigene Nervenleitung haben. Die Sicht im peripheren Bereich ist weniger detailliert, unscharf. Dafür ist in diesem Bereich die Wahrnehmung von Bewegung und Licht besser. Für den Zweck dieser kleinen Videoreihe möchte ich allgemein jetzt nur zwischen dem fokussierten bzw. dem peripheren Sehen unterscheiden. Macht einmal diesen kleinen Selbstversuch. Streckt beide Arme vor euch aus und haltet eure Fäuste so aneinander, wie ich das hier demonstriere. Der Bereich, der nun von euren Fäusten im Sichtfeld verdeckt wird, entspricht dem Bereich, wo ihr fokussiert sehen bzw. am stärksten scharf sehen könnt. Dieser Bereich wird von den Zapfenzellen dominiert. Je weiter ihr nun davon weg in die Randbereiche kommt, werden es immer mehr Stäbchenzellen und in den Randbereichen wird euer Blickfeld dann von den Stäbchenzellen dominiert. Das soll es mal als kleiner Exkurs in die Anatomie des Sehens gewesen sein, ohne sich jetzt zu sehr in Details zu verlieren. Kommen wir zur ersten Übung. Das Sichtfeld ausweiten. Die erste Übung versteht sich als Vorbereitung. Diese Übung hilft, festzustellen, wie weit euer Blickfeld reicht und mit zunehmendem Training auch euer Sichtfeld zu den Seiten auszuweiten. Als Kampfkünstler wollen wir natürlich umfassend trainieren, deswegen nehmen wir jetzt einfach eine tiefe Position ein, ähnlich Hira no Kamae, und lassen die Beine auch etwas tun. Haltet nun beide Zeigefinger mit ausgestreckten Armen aufgerichtet nach oben vor euch. Beginnt mit einem Abstand von etwa 15 bis 20 cm. Schaut entspannt geradeaus und führt nun beide Zeigefinger horizontal zu beiden Seiten nach außen. Führt beide Zeigefinger so weit, wie ihr sie gerade noch im Augenwinkel wahrnehmen könnt, und haltet sie an dieser Sichtgrenze für eine Weile. Konzentriert euch auf die Wahrnehmung beider Finger, ohne den Kopf dabei zu drehen. Maximal möglich ist ein Sichtwinkel von etwa 170 Grad.
Bei dieser Übung verlasst ihr das fokussierte Sehen und erhaltet eine Art weichen Blick, da ihr in den Randzonen des Auges mit dieser Übung nicht scharf sehen könnt, wie ich es eingangs schon erklärt habe. Führt die Finger wieder nach vorn, behaltet dabei den weichen Blick bei und folgt mit eurer Aufmerksamkeit den Fingern. Schaut zum Anschluss noch entspannt für 5 Minuten in die Ferne, was euch eventuell etwas ungewohnt erscheinen wird, da man als moderner Zivilisationsmensch eher gewöhnt ist, etwas in der Nähe zu fokussieren. Das war Übung 1, kommen wir zu Übung 2. Individuelles Wahrnehmen im peripheren Bereich. Diese Übung ist mehr statisch und lässt sich bequem daheim trainieren. Was ihr dafür benötigt, ist eine Übungskarte, wie ihr sie hier eingeblendet sehen könnt. Meine Variante könnt ihr euch gern von meiner Website herunterladen. Den Link hierzu gibt es in der Videobeschreibung. Wie wird nun mit dieser Karte geübt? Schaut mit etwas Abstand auf den zentralen Punkt in der Mitte der Karte und haltet eure Augen darauf gerichtet. Wandert nun mit eurer Aufmerksamkeit in der Karte umher und versucht in dem visuellen Gedränge bei den einzelnen Symbolen die Lücke zu erkennen. Ihr werdet feststellen, dass einige Richtungen ganz gut funktionieren und andere etwas schwieriger sind. Hier habt ihr so euren persönlichen Übungsanreiz. Ganz wichtig, erzwingt nichts und vor allen Dingen überanstrengt eure Augen hierbei nicht. Was lernt ihr mit dieser Übung? Mit dieser Übung lernt ihr mehr Details im peripheren Sichtfeld wahrzunehmen. Meine Übungskarte ist hierbei relativ simpel gestaltet. Es gibt hier viel komplexere Karten und vor allen Dingen auch viel umfassendere Übungsmethoden dazu. Wenn euch das Thema interessiert, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, mich das in den Kommentaren wissen zu lassen. Übung 2 ist eine sehr gute Überleitung zur nächsten Übung, für die wir so ein speziell präpariertes Basecap benötigen. Wie so ein Basecap gebaut wird und wie vor allen Dingen die Übung damit funktioniert, das ist dann Thema im zweiten Teil dieser Videoreihe, wo es unter anderem dann auch um die bessere Sicht bei Nacht gehen wird. Ich hoffe, euch dann in diesem Video wiederzusehen. Ich sage Tschüss, euer Dirk von Nimpo Ralf.